falsche Richtung. Hast du dich gerade echt verlaufen? Ja, ich habe eben auch so gedacht, so, Alter, du spielst dieses Spiel seit Jahren. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley. Und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass wir uns auch in allen anderen Videos auf diesem Kanal wiedersehen werden. So. Ich guck mal, ob der Wein hier schon... Nee, immer noch nicht. Ich habe erst ein Herz mit Penny. Ein Herz. Das ist relativ wenig. Ja. Ich habe schon ein paar mehr. Oh, Aber ich habe, glaube ich, auch gar keine Flöte. Herzen so wirklich mit... Linus hat mir Maki-Rollen geschickt. Das finde ich Geil. gut. Penny hat schon irgendwas mit den Tieren gemacht. Gefüttert. Sehr schön. Hervorragend. Gut. So, ich habe Die gerade die letzte Axt Herbstfolge. mehr. Ich habe gerade keine... Genau, es sind die letzten Herbstfolgen, das stimmt. Und ich habe keine Axt mehr, denn die ist gerade bei Clint. Ja, ich gehe sowieso gleich rum. Nee, die ist noch nicht fertig. Holz hacken. Achso, Nee, du wolltest ich gehe Holz sowieso hacken. Okay, Holz hacken. sehr gut. Dann Ich habe streich übrigens noch kurz die Tiere. gestern, also in der letzten Folge, ich wollte es bloß nicht nochmal extra erwähnen, aber habe ich einen weiteren Iridium-Sprinkler von Krobus geholt. Ah, sehr gut. Ja, hier, Dragonfly. Sehr gut, hast du gemacht, ja. Ah, habe ich dran gedacht. Bin abends extra nochmal los. Sehr schön. So, Bob, ich habe wie ein sieht's Thema, über denn das aus? ich mich gerne aufregen würde. Okay, kurze glaube, ich hab Frage, dir auch schon- hat's mit Ukraine und Russland zu tun? Nein, hat's na gut, nicht. Dann los. Ich habe dir letztens auch geschrieben, glaube ich, sogar, dass ich habe mich wieder so aufgeregt, habe ein neues Thema für Stardew Valley. Okay. Es geht darum, ich habe TikTok geguckt. Ja. Ich habe TikTok durchgeguckt und das mal wieder für nicht gut befunden. Nein, ist ein bisschen übertrieben. Okay. Was ich sagen will, ist, dass ich... hast du schon mal was vom Reset Day gehört? Reset Day, nee, sagt mir Reset nichts. Day. Also Reset so wie auf 0 resetten oder so. Ja, da kommt's her, tatsächlich. Ja, okay. Und der Name ist einfach nur ein Synonym Für den jüngsten für Aufräumen. Achso. Für Aufräumen. Da Ja, das stellen wär sich Idioten im Internet hin und machen so, ja, das ist heute mein Reset Day. Und was Ach machen so. die? Die machen einfach die machen einfach sauber zu Oh Hause. Die mein fangen einfach an Gott. aufzuräumen und lassen sich dann dafür irgendwie total großartig feiern, von wegen, ja, sie haben ja was für ihr Leben getan und so weiter und einfach mal auch neue Perspektiven. Halt die Fresse, du hast einfach nur aufgeräumt, Mann. Ach du Das ist doch Scheiße. nichts, wofür man sich irgendwie feiern lässt. Wenn du das nicht machst, bist du einfach ganz, ganz armes Würstchen. Alter, Das kann ganz doch nicht ehrlich, wahr sein, dass die Leute mittlerweile mit so einem Content verscheißert werden. Ja. Ich hab mich so aufgeregt, weil das kann Irgendwie doch wohl bist nicht du wahr grad bei sein. mir Jeder normale Mensch räumt Das zu Hause Rage-Level auf ist, einfach oder zu hoch. macht das ab und zu. Ist So. abgekappt. Wenn nicht, dann ist auch scheißegal. Der räumt es halt nicht auf, aber musst du ja mit klarkommen. Aber es kann doch nicht sein, dass da... Mal gucken, ob er antwortet. Du hörst mich nicht. Warum hörst du mich nicht? Ich wollte jetzt allerdings, also falls du mich noch hörst. Warum hörst du mich nicht? Bei mir ist alles... Auf Warte jeden Fall mal. hier eine Super Seegurke. Perfekt. Die Jetzt nehmen rufe ich Bob wir. nochmal an. Und die gute Super Ach, Seegurke kann wohl nicht wahr sein. kommt in unseren neuen Fischteich. Das liegt aber nicht an mir. Ich glaube, das liegt am Bob. Wann? Hörst du mich? Das werden wir dann Bah, wahrscheinlich bah. Es kommt nichts an. Folge oder morgen dann vielleicht sehen. Es Hallo? gibt 4 Fischarten. Kacke. Bob hört mich nicht. Was ist das für eine Scheiße das jetzt? Wasser der Teiche. Und Darüber diese könnte ich mich auch Super aufregen, Seegurke wisst ist ihr? eine Immer davon. diese Scheißprobleme mit Discord das oder Wasser OBS so- und dann funktioniert so das nicht und dies leicht nicht und lila, immer ist violett irgendwas, ey. In die Richtung. Immer der ist andere irgendwas. Fisch Und ich darf mich wieder wäre, aufregen. Wer darf die sich aufregen? Schleimmakrele. Ich. Die So. macht Ach das so, ich Ganze habe grad keinen- grün. Oh.
dann gibt es ja noch den Schattenlachs, der macht halt so ein dunkles Ich weiß auch, was das Problem ist. Was ist denn da los? Und den Lava-Aal, der färbt das Ganze dann rot. Und das So, jetzt habe ich hier wieder Internet. gut schreibt. Moment. Ah, Na gut. Jetzt ist aber Discord ob du raus. mich, Jetzt ist ob er du mich wieder hören im Discord kannst. drin. Jetzt höre ich dich. Hallo. Ja, irgendwie war das Internet auf meinem Handy weg. Achso. Na gut. Ja, so ein Mist. Was hast du noch mitbekommen? Na, du hast aufgeräumt. Das verdient Ja. keine große Anerkennung. Das verdient keine Anerkennung. Das verdient wirklich keine Anerkennung. Egal, du kannst es ja noch in der Post-Production anhören. Ich habe noch ein bisschen rumgerantet und mich auch noch über ich meinte Internet dann so, aufgeregt. dein Rage-Level hat einfach die Bandbreite gesprengt und deswegen. Ja, man, es ist unerträglich, was da im Internet passiert. Ich meine, ich habe mich vor ein paar Wochen ja schon übers Brotbacken aufgeregt, ne? Ja, Dass die daran muss Leute ich tatsächlich auch Brotbacken- denken. Hier Ja. oben in der Infocard. Und ich hatte mich darüber schon aufgeregt und fand das okay, jetzt hast du dich daran ein bisschen abreagiert, so. Schlimmer kann es ja nicht werden. Und dann fangen die Leute an aufzuräumen und das als als irgendwas verkaufen zu wollen. Und ich finde das so schlimm. Was stimmt denn nicht mit den Leuten? Also nicht, dass die das... ich habe ja nichts dagegen, dass Leute aufräumen. Ja, die sollen ja gerne aufräumen. Aber warum sind die Leute so fixiert darauf? Oder warum richten die Leute ihr Leben so sehr danach aus, von anderen irgendwie gemocht zu werden, dass es denen mittlerweile scheißegal ist, was die da rausschicken in den Äther. Und aus allem irgendwie eine Besonderheit irgendwie draus machen. Ich verstehe das nicht, Bob. Und ich komme da nicht mehr mit. Ich würde ja halt mal behaupten, wir brauchen einen Reset-Day für das Internet. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee, tatsächlich. Und Das wäre dann- vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und dann muss ich ehrlich zugeben, es sollten nicht alle Leute Zugang zum Internet haben. Ich bin sowieso für einen Internetführerschein. Ja, Führerschein für alles. Für Haustiere, für Games, Internet, und ich finde, man für sollte das Multiplayer-Lobbys. für Multiplayer-Lobbys. Ich finde sogar, dass das manche, ich meine, es kann ja immer mal was passieren, ne? Aber so, dass das nicht die Häufigkeit eben ist, ne? Aber zum Beispiel, dass auch man alle paar Jahre irgendwie so eine Fahrüberprüfung machen sollte. Ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen in einer anderen Folge. Dass man eben alle paar Jahre irgendwie mal so einen Führerschein irgendwie nochmal machen sollte oder einfach so eine Überprüfung. Die kann ja auch gerne, die sollte auch, finde ich, finanziert werden vom Staat irgendwie. Das müsste halt einfach eine Leistung sein, wenn du schon mal tausende Euro irgendwie für einen Führerschein bezahlt hast. Ja, das stimmt. Kann es nicht sein, dass du da immer noch mal irgendwie noch mehr bezahlen musst, weil es ist ja vorgegeben, wenn du einen hast, musst du das machen. So, und dann kann auch immer gesagt werden, ja, okay, das ist halt einfach nur eine normale Überprüfung, du machst halt einen Test und ob du praktisch und theoretisch oder nur praktisch, wäre dann auch erstmal egal, können ja sich andere drüber die Gedanken machen. Aber auf jeden Fall Geisternacht. Ja, heute Abend ist irgendwie Zeug. Gar kein Bock. Ja, dass sich da einfach, dass es mal ab und zu wieder überprüft wird, was man denn dann noch auf die Strafe lässt und was nicht. Und Ja. genauso wie auch mit dem Internet. Ja. Da ist wieder Wein fertig. Und dass du halt auch echt Ui, so da ist jede Menge Wein fertig. dass du auch wirklich deinen Zugang verlieren kannst, ne? Dass Ja. dir gesagt wird, nee, du bleibst jetzt mal hier eine ganze Weile raus aus dem Internet. Da müsste es quasi jedes Mal, wenn man sich irgendwo einloggt ins Internet, muss man ein ganz persönliches Passwort irgendwie eingeben oder so. Oder sich irgendwie identifizieren. Überprüfung halt einfach. Ja. Ja. Ist die Frage, wie ist das eigentlich mit, wie stehst du denn zu Anonymität im Netz? Oder Klarnamenpflicht im Netz so? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, ich muss halt zugeben, ich bin tatsächlich nicht so der Typ, der so 1984-mäßig drauf ist. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Also, ich bin halt, also verurteilt mich dafür, aber ich bin halt einer, der diese dumme Phrase sagt, ja, ich habe nichts zu verbergen.
Ja. Das gefällt ganz vielen Leuten nicht, aber ich habe halt nichts zu verbergen. Nee, keine Ahnung. Also ich habe mich da auch schon drüber belesen und auch so mit diesem ganzen Klarnamensgedöns und dass dann auch, also dass es dann hieß, dass dann so auch so Cybermobbing und Hate Speech und so alles wohl weniger sein würde. Ist tatsächlich nicht so. Und das, genau, ist tatsächlich nicht der Fall. Das haben sie schon rausgefunden. Aber ich glaube trotzdem, dass es in vielen Sachen schon was bringen könnte. Also, weil manche Leute sind ja auch echt so dämlich und geben, weiß ich, bei Facebook haben sie halt ihren echten, bürgerlichen, vollen Namen drin. Und dann posten sie aber irgendwie so eine Scheiße wie Heil Hitler oder so. Oder sagen halt irgendwelche komischen Nazi-Parolen, menschenverachtende, whatever. Und wenn das halt dann rauskommt und du hast dann auch noch den klaren Namen dabei, alles klar. Und verurteilt. Es ist halt ein öffentlicher Raum. Du kannst Internet nicht als luftleeren Raum irgendwie definieren. Ja, das ist halt nicht deine Kneipe von nebenan, wo du am Stammtisch mit deinen Kumpels darüber reden kannst, dass die Ausländer uns ja die ganze Arbeit wegnehmen. Das ist halt und selbst die Kneipe Bullshit. Nebenan ist ein öffentlicher ist eigentlich Raum. auch, ja, mehr oder weniger. Ja, kann jeder hin. Und wenn dich da jemand irgendwelche Nazi-Scheiße sagen hört, die verboten ist, dann kannst du genauso dafür belangt werden. Na, es kommt darauf an, wie die Kneipe zu dir eingestellt ist. Es gibt ja gewisse Kneipe ist erstmal egal. Du Etablissements, kannst ja als anderer Gast, dem das auffällt und dem das, der das, Ach so, ja, natürlich. Das geht. der die Straftat als solche erkennt, kannst du sagen, nee, ich hol jetzt die Bullen. So. Ja. Polizei. Ja, deswegen so Klarnamen, also ich glaube, ich hätte damit kein Problem. Also ich fände es schade, weil dann könnte ich nicht irgendwelche lustigen Usernames oder irgendwie so ja dann benutzen. Ja, Das ich fände wär das ein zum Beispiel bisschen auch in manchen Foren schwer, wo man eben anonym bleiben will, weil man über Genau. intime Anonyme Sachen spricht und Alkoholiker. so weiter. Genau, und dann geht es halt auch darum, dass du eben anonym bist, ne? Einfach um auch dich frei äußern zu können, ohne dass du Jodel zum Beispiel. Oh ja, stimmt. Jodel zum Beispiel ist extrem wichtig. Ja. So, ich bin bereit für die Geisternacht. Ja, ich gehe auch schon. Ja, deswegen Klarnamen, ich glaube, ist für mich nicht. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt auch noch nicht so hart damit beschäftigt. Ein funky Vielleicht- Teppich brauchen wir den, ne? Nee, Mann. Deswegen, vielleicht sehe ich auch einige Nachteile davon noch nicht. Wer weiß. Falsche Richtung. Hat sich gerade echt verlaufen. Ja, ich habe eben auch so gedacht, so, Alter, du spielst dieses Spiel seit Jahren. Dein drittmeistgespieltes Spiel. Ich habe übrigens letztens, siehst du, Butch, kann ich mal so noch erzählen. Ich habe letztens die 1000-Stunden-Marke in Dead by Daylight geknackt. Oh, herzlichen Glückwunsch. Nach, 2016 habe ich mir das geholt, also nach 6 Jahren Spielzeit. Ich sag mal so, Aber da als ich könnt ihr ja damals zum Beispiel auch mal in die Kommentare schreiben, ihr mal hier die Zuschauenden, die Zuschauis. Zuschauis. Welches ist denn euer am längsten gespieltes Spiel? Guckt einfach mal in eure Steam-List oder Epic Games-List oder was auch immer und dann guckt mal, in welchem Spiel ihr denn definitiv die meiste Zeit verbracht habt. Und dann postet das gerne Problem, mal. Ja, das wäre schon Problem interessant. ist, ich habe natürlich früher auf dem Super Nintendo und auf der Playstation und so, würde ich fast behaupten, mehr als 1000 Stunden in manche Spiele. Also ich hab, Pix or it didn't happen. ja, das ist halt das Problem, ne? Es gab halt damals keine Statistik, aber ich habe locker 1000 Stunden in Command & Conquer verbracht. Ich habe locker 1000 Stunden, warte mal, jetzt muss ich überlegen, was habe ich noch so hart gesuchtet? Mortal Kombat hast du auch viel gespielt. Ja, Oder weiß aber nicht, da habe ich ob das halt so nah viele Teile davon gespielt, nicht nur einen so. Ja, das ist halt auch das Ding, ne? Wenn man dann so anfängt, ja, mit welcher Serie hast du denn Stargate. meist Zeit verbracht? Denn ja, Stargate. Pokémon Definitiv wahrscheinlich. Stargate. So, können wir jetzt gehen? Ich mag das Fest nicht. Ja, können wir das abhauen. Also, die stinken alle. Ja, nee, deswegen, die Tausender-Marke in Dead by Daylight, was eigentlich zum heutigen Zeitpunkt und solange wie ich halt dieses Spiel schon besitze und spiele, ist das eigentlich gar nicht so krass.
Gar nicht so Es gab, krass. halt, Ne? es gab halt damals einfach schon Leute, die teilweise 1000 Stunden und so da haben. Muss man denn Und immer man so muss auch übertreiben in dazu dem Spiel? sagen, man muss auch dazu sagen, viele dieser Spielstunden, also das erwähne ich auch einfach immer wieder, viele dieser Spielstunden kamen nur zustande, weil am Anfang das Matchmaking und die Lobbys so hart verbuggt waren, dass du teilweise den ganzen Abend davor gesessen hast und nicht eine Runde Oder nicht spielen mal konntest, gespielt hast, weil du ja. keine Lobby gefunden hast oder weil du aus der Lobby dann wieder rausgeflogen bist und so. Ja. Und deswegen, also da sind also locker 100, vielleicht sogar 200 Spielstunden sind nur für so einen Scheiß dann noch draufgegangen. Oh, das ist aber auch echt übel. Ja. Ja, und deswegen. Und dann habe ich gesehen, mein zweitmeistgespieltes Spiel ist halt Stellaris. Das stimmt auch so, weil in diesem Spiel kann man sehr viele Stunden lassen. Und danach kommt tatsächlich jetzt dann Stardew Valley. Okay, sehr schön. Ich glaube, ich bin bei Stardew Valley jetzt bei 100, also knapp 200 Stunden. Ja, nice. Bald 200 Stunden. Ich guck mal kurz. 198 Stunden. Aber ich schlafe heute mal in eurer Küche. Ist okay. Wir haben Fußbodenheizung. Geil. Das passt dann. Der Mond! Das ist der Mond! Sehr schön. Ja, das wird auch nie alt. Wird auch nicht unwitziger, ne? Ja. So, letzter Tag im Herbst, Jahr 3. Wir sind ja, bald Mann. durch Jahr 3 durch. Ja, Mann. Und bald in Jahr 4 drin. Cool. Ich wach tatsächlich bei euch im Bett auf. Ist ja witzig. Ja. Und was hat Penny die Nacht gemacht? Oh, jetzt habe ich natürlich nichts für Penny, aber gut. Juanita. Oh, die ist so hübsch. Hallo, Juanita. Meine Tochter. Hui. Hui. Königin der Soßen. Achso, Artischocken-Dip. wissen wir doch schon, Schön. oder? Nein. Also ich nicht. Du weißt bereits, wie man Artischocken-Dip macht. Ja, sage ich ja. Oh, es regnet. Ich warte auf gut. dich und es regnet. Bob. Ich habe hier noch ein Thema. Eher Oh, sehr ein bisschen witzigeres Thema, würde ich fast behaupten. Oder Das finde ich gut. eins, was mal jetzt ein bisschen aus der Realität genommen werden kann. Wenn jetzt hier ganze Russland-Ukraine-Ding vorbei ist und die Atomkraft-Erstschläge erfolgt sind und so weiter, dann kommt es ja unweigerlich, wissen wir alle, zur Zombie-Apokalypse. Selbstverständlich. Und deswegen die Frage, welcher Typ Mensch wärst du in der Zombie-Apokalypse? Also ich sag mal so, es gibt grob zwei Arten. Würde ich jetzt mal so sagen. Vielleicht Ich sagst du auch noch wäre eine, die der mir Typ. noch nicht eingefallen ist. Oh, warte, jetzt muss ich kurz. Also, warte, wir nehmen mal das Szenario, wir nehmen jetzt hier auf und kurz nach der Aufnahme kommt irgendwie die Nachricht über Twitter oder was auch immer, Zombie-Apokalypse bricht aus. Ja. Und los. Warte, ich wäre der Typ Bill Murray. Ah, okay, ja, ist klug. Weißt du, ich würde mich einfach entweder erstmal verbarrikadieren, so, und irgendwie mal gucken, dass niemand irgendwo hinkommt, ne, und dann erstmal alles geschehen lassen und dann gucken, so ganz langsam, wie ich mich integrieren kann, ohne dass die es mitkriegen. Okay. So wie Also Bill Murray das halt in Zombieland gemacht hat. Du bist eher Kategorie Verschanzen. Ja, absolut, ey. Ich horte mir halt alles zusammen so und dann wird sich verschanzt und dann, ich werde doch hier nicht irgendwie. Aber also bleibst du da, wo du bist, oder verschanzt du dich woanders? Nee, ich muss natürlich schon gucken, was ich mache, ne? Was muss man natürlich abwarten, was sicherer ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob Zombies gerne Treppen laufen, aber wenn hier der Fahrstuhl aus ist, dann ist auf jeden Fall erstmal schwieriger. Ja, gute Frage. Ansonsten, die Tür ist eigentlich recht stabil. Deswegen verschanzen wäre schon vollkommen okay. Und solange Strom weiterläuft, ganz ehrlich, Strom weiterläuft, habe ich kein Problem. Ich glaube, Strom bricht relativ schnell zusammen. Ja, das wäre kacke. Aber laufen die Kraftwerke nicht von allein? Nee, es muss, wahrscheinlich schon zu einem gewissen Maß.
Aber es muss ja gerade stromtechnisch viel hin und her geschaltet werden. Also ja, was vielleicht so wäre es da echt Überspannung, sinnvoll, sich irgendwie so Unterspannung kleine angeht. Solaranlagen irgendwie zuzulegen. Ja, So, dass man wenigstens ein bisschen was hat, weißt du? Kann man sich ja kaufen tatsächlich. Und die legt man dann quasi in die ins Stromnetz bei sich einfach mit rein. Und dann, ja. ja. Das ist ganz cool. Kann man so ein bisschen Sonnenenergie sich einfach anzapfen. Sowieso immer eine gute Idee. Was wärst du denn? Ich habe den einen Tag da so drüber nachgedacht, weil ich habe natürlich in Almost Daily mal wieder gesehen, wo es genau darum ging. Okay. Und ich muss sagen, ich glaube, ich wäre auch Typ Verschanzen, aber auch einfach aus der Perspektivenlosigkeit heraus. Mhm. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, mir würde jetzt nichts einfallen, so wie, weiß ich, in Shaun of the Dead ab ins Winchester oder so. Ich wüsste jetzt halt keinen Ort, wo ich sage, da müsste ich halt hin. So, das müsste ich erreichen, Ja. so, ne? Also deswegen die 2 Kategorien ist halt so fliehen oder im Verschanzen. Ne? Also, oder halt irgendwo Genau. hinfliehen und verschanzen. Nee, und deswegen, ich glaube, ich wäre auch so verschanzen und dann, ja, das ist natürlich ein Riesending, was man dann aufmacht. Was sind es halt für Zombies, ne? Sind es halt einfach irgendwelche seelenlosen, unsportlichen Viecher oder so, die halt gar Ja, nichts können? das ist auch eine sehr gute Frage, ne? Oder ist es halt so wie, weiß ich, in, was ist das, 28 Days Later oder so, wo die dann halt schon ein bisschen krasser sind? Ich möchte keine Süßkartoffel, danke. Doch, für George. Ach so, ja, okay, aber ich habe gar nicht die Aufgabe für George. Ja, dann kannst dir später die Aufgabe nehmen und dann. Ja, schmeiß du einfach hin. Oh, Ich will okay, dein Herz. danke. Okay. Das wollen Also- die Zombies nämlich auch. Und dein Das Gehirn. Brains. Ja, deswegen keine Ahnung. Also ich würde mich auch irgendwie eher verschanzen. Und hoffen, dass das irgendwie so, ne, dass die Zombies verhungern oder so. Aber das Problem ist halt, ja, wie du meintest, eben Strom. Wasser ist halt mir auch direkt erstmal Wasser ist eingefallen. natürlich auch ein Ding, ja. Wasser ist halt ein Riesending, weil Wasser brauchst du halt noch mehr als Strom. Ich habe halt ultra viele uralte Früchte noch übrig irgendwie. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre einfach verloren in der Zombie-Apokalypse. Obwohl Nee, das glaub ich nicht. Sarah meinte mal, sie kommt zu uns in der Zombie-Apokalypse, weil wir haben ja ein Schwert hier. Ach so, ja, das ergibt natürlich auch Sinn. Das ist dann so, okay, ja, damit kann man sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen wehren. Also Das stimmt. Schusswaffen ist Obwohl, ja hier bei uns nicht so. Schallplatten gehen auch, habe ich gehört. Ja. Was kann ich hier noch? Ach ja, das kann noch weg. Ach ja, ich habe noch. Goldenen Kürbis aufheben oder vernähen? Ja, weiß ich nicht. Ich überlege auch ganz Also du hast ja schon du hast ja schon einen Hexenhut, also du kannst verkaufen. Also Habe ich schon was einen anderes? Na, du hast so einen Hexenhut auf. Dann musst du schon einen vernäht haben. Ach so, stimmt. Ja, den könnte ich eigentlich verkaufen. Ja. Könnte ich machen. Könnte ich tatsächlich machen. Zombie-Apokalypse, oh, ja, keine Ahnung. Oder vielleicht irgendwo in die Wildnis so reinfliehen, also schon so in so ein sehr... Oh nee, ich hasse Wildnis. Nee. Na, Nee, aber das, ich glaube, bei da bist du normalem halt, Wetter, bei normalem Wetter ist das okay, aber sobald es anfängt zu regnen, ey, kein Bock. Ich meine, ich habe zwar eigentlich kein Problem mit Zelten und Camping und so weiter. Ich glaube, Weiß in halt- dieser Notlage, da würde ich das schon... Ich meine, ich habe ein hinbekommen. Zelt. So. Ich habe auch Es Isomatten ist ein und so Zelt im weiter. Haus. Es ist Zelt im Haus. Ja, nee, also das könnten wir an sich schon machen. Ich würde dich auch einladen, so. Ja, Willst siehst du du, auch mal das wäre nämlich vorbeikommen? das nächste Thema, ob du dich anderen anschließt, ob du eher nur für dich durchziehst oder... Nee, ja. schon mit anderen. Definitiv schon mit anderen. Okay. Also schon. Also mit dir auf jeden Fall. Ja, müssen wir halt erstmal
Müssen wir uns auf halbem Weg irgendwie treffen irgendwo. Ja, so weit ist jetzt du auch nicht, das kann man radeln. Nee, das nicht, aber ja, gut. Aber radeln, während irgendwie die Zombies dir hinterherlaufen oder entgegenlaufen. Weißt du, was Ja, auch nicht so relativ recht. wichtig wäre während einer Zombie-Apokalypse? Für manche Leute? Achso. Was? Mit dem Rauchen aufzuhören. Weil. Also, das Ja, weil es dann prinzipiell halt ja. schwer, Okay. Aber weil es halt einfach schwer ist, dann noch gehen dann auch Zigaretten zur zu bekommen? Neige. So, und Ach so. außerdem kann man die dann vielleicht auch einfach als Währung benutzen. Ne? Machen ja auch viele. stimmt. Das ist ja dann Währung, ist ja dann gar nichts mehr wert. Da geht's dann, glaube ich, Eigentlich wollte ich doch einfach nur zum nächsten Thema überleiten. Achso, ja, dann los Nämlich geht's. mit dem Rauchen aufhören. Ich habe ja Bob, hast du schon mal mit dem Rauchen nicht aufgehört? Oder aufgehört, nicht zu rauchen? Was? Ne, du bist ja Nichtraucher, schon immer gewesen, aber warst du Ja. schon mal Nichtraucher? Warst du schon mal Hä? Nichtraucher? Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Ob du schon mal geraucht hast? Nee. Wirklich noch nie? Hast du noch nie Nee. irgendwie auch noch? Nee. Krass. Finde ich gut. Ich Muss habe relativ bedenken, früh mit dem Rauchen Ich angefangen. bin halt in einer mehr oder weniger Raucherfamilie aufgewachsen und fand das halt schon immer eklig. Ja, Also ich bin ja der Äh, Einzige in meiner Familie, der quasi nie geraucht hat oder nicht raucht. das stimmt, das ist lustig. Ich habe ja lange Zeit geraucht, ne? Als wir uns damals kennengelernt haben, habe ich ja auch schon geraucht und schon immer und ewig Richtig, und so. in den 80ern hat er schon geraucht, der Junge. In den 80ern hatte ich schon geraucht, was ich alles weggeraucht habe, Da Junge, hast du Junge. alles geraucht. Und ich habe ja öfter mal versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, so während meiner ganzen Raucherzeit. Und habe das nie geschafft, weil ich mich auch nie als Nichtraucher identifiziert hatte. Sondern Okay. immer als einer, der gerade aufhört zu rauchen. So, oder ich muss jetzt aufhören, da irgendwie Geld sparen so. oder aus gesundheitlichen Gründen. Man muss ja irgendwie mal auch in die Zukunft denken, bla bla bla. Deswegen hatte ich ja mal versucht aufzuhören mit dem Rauchen, obwohl ich es immer noch ganz toll fand. So, ich fand Rauchen ja tatsächlich echt toll. Voll Schon Knorke. Lifestyle. War schon cool. Was natürlich absoluter Quatsch war, weil Rauchen war einfach. Nee, ich kann es nicht ganz verteufeln, weil ich habe es ja echt schon gern gemacht, aber es ist halt wirklich eine unnütze Sache, wenn man es mal runterbricht, ist es halt wirklich einfach nur dumm. Ja. Und ich habe es halt stinkt. echt geschafft und stinkt. Und ich habe es wirklich geschafft, von einer Minute auf die andere quasi aufzuhören mit dem Rauchen. Und hatte auch nie wieder einen Jeeper danach. In irgendeiner Form. Und da möchte ich mir auch selber mal kurz auf die Schulter klopfen. So nach 4 Jahren ungefähr. Doch, es ist jetzt genau 4 Jahre her, dass ich aufgehört habe. Und das war Ja. relativ einfach. Und ich kann nur jedem empfehlen, weil ich habe das zum Beispiel von vielen Nichtrauchern, deswegen bin ich eigentlich auch aufs Thema gekommen, von vielen ehemaligen Rauchern auch irgendwie so mitbekommen, dass die sich dann irgendwelche nicht mehr rauchen Apps oder irgendwelche Videos das irgendwie muss- dazu angucken, Das muss von um allein das kommen. irgendwie zu unterstützen. Ne? Und naja, also die machen das zum Beispiel, damit die dann sehen, ja, wie viel habe ich denn jetzt schon gespart, weil ich nicht rauche, bla bla bla. Wie viel. Gibt so richtige Apps, die dir halt alles Mögliche dann da irgendwie noch ausrechnen und dir irgendwie eine und Statistik dann- dazu liefern und so weiter. Dann und bist sagen, du wie aber viel halt Teer du jetzt. Raucher, der Sachen spart. Ja. Genau, Also ich verstehe, wie du das meinst, ja. Das Einzige, was passiert ist, also du lässt der Sache rauchen, gibst du halt immer noch so viel Raum in deinem Leben, Ja. dass es dich trotzdem jeden Tag begleitet. Hm. Weißt du, jeden Tag, wenn du irgendwie drauf guckst oder dir das anguckst und dir darüber Gedanken machst, in dem Moment gibst du dem Ganzen irgendwie einen Raum in deinem Leben. Und du hast immer vor Augen, ich war ja mal Raucher. Und das ist nicht mein Ansatz. Vielleicht klappt das bei einigen, vielleicht finden einige das gut oder vielleicht brauchen einige das auch. Ich muss sagen, dass ich fand das vom Gedanken her schon extrem kontraproduktiv und ich wollte einfach nichts mehr mit der Scheiße zu tun haben. Und es war sogar so einfach, dass ich dann einfach, also es war in dem Moment, ich habe mir irgendwie eine Zigarette von einem Kollegen geschnurrt und weil ich keine mehr hatte und dann irgendwie mitbekommen, ja, ich müsste jetzt quasi neue kaufen und dann habe ich es einfach nicht gemacht.
Ja. Und das war schon die ganze Geschichte. Und die Folge, in der du das schon mal erzählt hast, ist hier oben in der Infocard. Genau, das habe ich schon mal erlebt. Aber was ich eben, ich wollte ja eigentlich darauf, ne? Dass du dich versuchst trotzdem noch einfach als Raucher fühlen kannst, obwohl du nicht mehr rauchst. So. Genau. Und das ist nichts Positives. ja, das ist halt nichts Positives. 0:30 Uhr. Na, nee, ich gehe nicht nochmal. Ja, hört auf zu rauchen. Nee, ich rauche Es jetzt ist, keine mehr. Quatsch. Schon zu spät. Aber ein paar Pilze. Vor allem, es gibt auch Leute, die noch. einfach irgendwie spät anfangen mit Rauchen. Das habe ich auch ist nicht halt kapiert. Ja, das also. Leute, die irgendwie mit Mitte 20 irgendwie anfangen mit Rauchen. Und ich denke mir so, Ja, oder noch später. warum? Wenn du nicht mit 13 geraucht hast, dann brauchst du es jetzt auch nicht mehr machen. Also, der war ja in meinem Fall so. Achso. Geil. Ich habe tatsächlich schon viel zu früh angefangen. Aber ich bin halt auf dem Dorf aufgewachsen, ne? Da gab es nichts anderes. Wir hatten ja nichts außer unsere Wir Zigaretten. hatten ja nichts außer Kippen. Geld. Geld. Ich mag Geld. Ja. Geld Nein, ist eigentlich schon cool. hasse ich Geld. Ich mag Geld in Spielen, Ja. aber im echten Leben hasse ich Geld. So. Bob, die Folge ist rum und der Herbst ist rum. Das ist richtig. Und, Rum. Ja. Cool. Haben wieder einiges geschafft. Wir haben uns wieder Haben gut wir? aufgeregt. Ja. Haben wir Wir haben irgendwas gut Geld gesammelt. Ja, gut, okay. Ich wollte ihm sagen, ob wir irgendwas Spielrelevantes so wirklich gemacht haben. Nee, Also, aber wir haben ich bin jetzt die ganze Zeit nur rumgelaufen, habe Holz gesammelt, habe Reifefässer gecraftet, habe Fässer gecraftet, habe geerntet und Wein angesetzt die ganze Zeit nur. Ja, gut, aber man kann ja auch nicht erwarten, dass wir immer alles machen. Also entweder gute Themen oder gutes Spiel. So beides Ja. gibt's hier nicht. So, da müsst ihr euch schon entscheiden. Man muss dazu sagen, und ich habe auch darauf gewartet, dass ich endlich mal einen Tag abgreife, wo ich halt Glück habe. Hier so, Ja. also Wahrsagermäßig, also so wirklich Glück. Dass ich nochmal Schädemine ballern kann, aber der Tag kam einfach nicht. Ja. Ey, und ich habe in den letzten Folgen mein Werkzeug verbessert. Das habe ich gemacht. Stimmt. Und Juanita ist Also, gewachsen. Und Juanita ist gewachsen. Von daher ist doch gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Krass. Was auch nicht schlecht wäre, wenn ihr hier mal ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, die Glocke aktiviert, vielleicht einen Kommentar da lasst. Das würde mich sehr freuen. Und Welcher Typ Zombie-Apokalypse Überlebender seid ihr? genau, verschanzen, kämpfen. Gebt uns mal Tipps, wo wir hingehen sollten. Genau, macht das. Wie würdet ihr uns empfehlen, eine Zombie-Apokalypse zu überleben? Auf irgend so eine einsame Insel oder so. Naja, aber findet man eine einsame Insel, die dann wirklich auch noch einsam ist. Naja, gut, stimmt auch wieder. Wenn alle auf eine einsame Insel gehen, dann ist sie halt nicht mehr einsam. So viele Inseln gibt es, glaube ich, nicht. Na, ich glaube schon. Gibt es viele Inseln? Ja, alleine in den Ägäis gibt es halt schon echt viele Inseln. Ja, das stimmt, da gibt es schon echt viele Inseln. Aber ich glaube, manche sind halt nicht so groß, als dass du da dich selbst versorgen kannst. Das stimmt auch. Naja. Werden wir ja sehen, wenn es soweit ist. Genau. Lang dürfte es ja nicht mehr dauern. Oh, Alles Mann. klar. Was auch nicht mehr lange dauert, ist, bis hier eine neue Folge rauskommt. Das dauert nämlich nur eine ganze Woche. Ansonsten checkt auch die ganzen anderen Videos auf unserem Kanal aus. Ja, wir machen das für euch. Größtenteils für euch. Also, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.